Es gibt jetzt auch gleich in Moskau den nächsten Besuch. Und zwar Modi, der indische Staatschef, wird heute erwartet. Es gab lange keine bilateralen Gespräche mehr zwischen ihm und Putin. Was ist da das Ziel des Besuchs? Also ich denke, dass der indische Premier Modi mit einem gewissen Argwohn darauf guckt, wie sich die Chinesen und die Russen annähern. Und ich denke, dass er da gewisse Bedenken hat oder vielleicht sogar Angst hat, außen vor zu bleiben. Und deswegen jetzt ganz offensiv den Kontakt mit dem russischen Staatschef sucht, deswegen hier nach Moskau kommt. Indien und Russland sind enge Wirtschaftspartner. Die Inder kaufen viel Öl von den Russen, wesentlich mehr als vor dem Krieg. Die Inder kaufen nach wie vor sehr stark Waffen bei den Russen ein. Nicht mehr so viel wie früher, aber immer noch bedeutend. Ja, und auch Russland braucht natürlich Indien. Da geht es um Dinge wie Chemikalien, Arzneimittel, jede Art von Maschinen. Also wichtiges bilaterales Verhältnis, aber ich denke, die treibende Kraft ist eben, dass Modi auf gar keinen Fall eine zu starke Annäherung zwischen China und Russland will. Selbst sind China und Indien ja starke Rivalen. Hast du denn auch das Gefühl, dass es eine Reise, ein Besuch sein könnte, wo man sich auch als Vermittler noch einmal positionieren möchte? Das ist ja bei vielen Ländern jetzt auch immer wieder der Unterton. Also ich habe jetzt nicht herauslesen können im Vorfeld dieses Besuchs hier in Moskau des indischen Premierministers, dass Modi jetzt auch einen eigenen Friedensplan mitgebracht hat. Woran ich mich erinnere, ist, dass Modi Putin vor knapp 2 Jahren bei einem Treffen in Usbekistan gesagt hat, dass das Zeitalter, in dem wir leben, nicht die Ära des Krieges sei. Und das kann man sicherlich auch als indirekte Kritik an dem russischen Vorgehen in der Ukraine lesen. Aber Indien hat es immer vermieden, Russland laut und in aller Öffentlichkeit für den Krieg in der Ukraine zu kritisieren. Jetzt ist es natürlich auch in diesen Zeiten so, dass Russland Partnerländer braucht, denn viele sind durch diesen Krieg auf jeden Fall verloren gegangen. Man steht auf sehr unterschiedlichen Seiten. Was verspricht sich also der russische Präsident auch von Indien? Du hast gesagt, Indien möchte China da ein bisschen fernhalten, aber Putin wird ja sicherlich auch Interessen haben. Natürlich, Putin braucht Handelspartner, Putin braucht auch Länder, die das Öl abnehmen, das frei geworden ist durch das zerrüttete Verhältnis zu Westeuropa. Und Indien ist da eben ein wichtiger Kunde. Und jetzt geht es eben auch darum, dass beide Länder den Zahlungsverkehr reibungslos abwickeln müssen, weil ja Russland, die meisten russischen Banken vom SWIFT-System getrennt wurden. Also braucht man einen bilateralen Modus, wie Geld fließen kann. Und auch daran werden Modi und Putin arbeiten. Ähnliches tun ja auch die Russen mit den Chinesen. Da versucht man nach allen Regeln der Kunst, die Sanktionen des Westens zu umgehen. Und immer wieder werden neue Banken aus dem Leben gerufen, gerade auch ins Leben gerufen, gerade auch in China, um eben die Zahlungsmodalitäten, den Zahlungsverkehr abzuwickeln. Und das wird auch in Bezug auf Indien jetzt forciert. Man will Unabhängigkeit vom Westen. Christoph Wanner, Dankeschön für diese Einordnungen nach Moskau.